Das ist nicht einfach nur ein Feuerzeug, das ist eine absolute Legende. Ein Zippo-Sturmfeuerzeug. Generationen sind mit diesem Feuerzeug aufgewachsen, wurden von diesem Feuerzeug beeindruckt und geprägt. Die richtig coolen Typen hatten früher immer ein Zippo-Feuerzeug. Und das ist heute bei mir auch so hängen geblieben. Und darum will ich diesem Feuerzeug ein Denkmal setzen. Ich möchte mir das schönste und größte Zippo-Feuerzeug der Welt bauen. Damit aber noch nicht genug. Wir machen das Ganze mit dem legendären Logo der Route 66. Ich habe mir extra ein neues Zippo bestellt, habe dieses Zippo dann mit meinem EM Smart Laser graviert, habe hier dieses Logo aufgebracht und genau dieses Logo soll dann hinterher auch auf mein XXL Zippo kommen. Das ist so das Symbol von Freiheit. Ich habe einfach gemessen und habe alles im Maßstab 1:15 nachkonstruiert. Das ganze Zippo wird hinterher über 60 Kilo wiegen, ist wirklich ein Schwergewicht, groß, massiv und soll in vielen Details und Einzelheiten genau diesem Zippo und auch genau von den Maßstäben her nachempfunden sein. Die grundlegende Entscheidung nach der Konstruktion ist natürlich, wie schneidet man das Ganze zu. Man könnte jetzt anfangen, sich das alles selbst aufzureißen, auf einer Blechtafel ausschneiden. Ich hätte meine CNC-Plasmaschneidanlage, hier habe ich auch verschiedene Kleinteile mir selber ausgebrannt. Aber die großen Bauteile hier alles selbst auszubrennen, ist natürlich allein schon von der Materialbeschaffung, dass man sich eine große Blechtafel besorgen muss, sehr, sehr aufwendig. Darum war ich faul. Ich bin zu meinem Kumpel Nico gefahren, habe die Dateien mitgenommen und habe gesagt, kannst du mir das mal brennen? Habe da ein bisschen zugeguckt und das geht mit so einer Laseranlage natürlich unglaublich schnell. Unglaublich genau. Und was man hier hinterher für Bauteile bekommt, da hat man wirklich so gut wie keine Nacharbeit. Das heißt, mal einen leichten Grad, eine leichte Brennkante nachschleifen und dann kann man sowas schon zusammenbauen. Und dadurch geht es natürlich deutlich schneller, deutlich einfacher, deutlich effektiver. So eine Maschine arbeitet immer genau nach dem Programm, die ist immer 100%ig genau. Das ist also wirklich schon mal eine sehr, sehr große Vereinfachung. Ich habe hier den grundlegenden Korpus, den grundlegenden Kasten, den ich hier als erstes zusammenhefte. Ich habe angefangen, alles erstmal verzundert zusammenzuheften mit Wick. Das ist natürlich technisch nicht 100%ig in Ordnung, reicht aber für so eine Konstruktion und ich war mir am Anfang sehr, sehr unsicher, wo ich die Verzunderung lasse, wo ich das Ganze blank schleife. Das hat sich so im Laufe des Projektes erst entwickelt. Das Zippo soll natürlich auch eine Funktion haben. Man soll da ganz normal drin Feuer machen können. Dafür brauchen wir hinten eine Öffnung und natürlich hinten einen Aschekasten. Das ist ein Aschenkasten, ganz normal aus Blech zusammengeheftet. Und ich habe zusätzlich links und rechts Leitbleche eingefügt, dass der Aschekasten also nicht so groß sein muss, trotzdem aber die ganzen verbrannten Reste seitlich einfügen. Ob ich hinterher von unten noch Bohrungen zusätzlich einfüge, dass die Belüftung ein bisschen besser wird, das muss man wirklich erstmal testen. Ich bin mir im Stand, wo ich das Ganze hier baue, noch nicht mal sicher, ob ich da jemals richtig Feuer mit Holz drin mache oder ob ich es wirklich nur als Kunstobjekt nutze. Deckel hinten drauf und dann ist dieser grundlegende Korpus schon mal fertig. Und das sieht jetzt in dem Arbeitsschritt erstmal alles andere als gut aus. Hier fehlen natürlich noch diese schönen Abrundungen, die so klassisch sind für so ein Zippo. Und die sind vom Radius gar nicht mal so groß. Das heißt, das kann man an so einem Kasten einfach anschleifen. Ich hatte vorher überlegt, ob ich eine Biegekonstruktion mache. Hätte ich aber auch in irgendeine Firma fahren müssen, mir das Ganze kanten müssen. So ist ein Kasten, den kann man relativ einfach transportieren, kann sich das schön zusammenheften. Und dann habe ich im nächsten Schritt einfach mit einer Kubitron-Schleifscheibe sämtliche Kanten schon mal so leicht vorgeschliffen, schon mal so leicht vorgerundet und natürlich im Schweißnahtbereich die Verzunderung abgeschliffen. Habe dann angefangen, alles mit Wick zu schweißen. Warum Wick? Weil man da am wenigsten Nacharbeit hat, weil es wirklich das sauberste Verfahren hat. Man kann nebenbei zum Beispiel irgendwo einen Podcast hören oder Musik hören. Es ist wirklich leise vom Schweißverfahren her. Ist wirklich ein absoluter Genuss. Es geht natürlich auch mit Mack oder mit der Elektrode. Wenn man im Wickschweißen keine Erfahrung hat, ist sowas natürlich ein ideales erstes Projekt. Man kann hier meterweise Nähte schweißen und wenn man das dann wirklich hinter sich hat, dann hat man wirklich ein deutlich, deutlich besseres Gefühl für das Wickschweißen. Macht einfach Spaß. Ich habe das auch am Sonntagmorgen geschweißt, habe alleine Schweißzeit ungefähr 2 Stunden gehabt, habe hinterher alle Kanten richtig schön geschliffen und abgerundet und dann sieht es das erste Mal schon mal so richtig gut aus.
Zum Thema Schweißen mal folgenden Tipp. Wenn man normal nach gängigen Vorgaben geht, würde man sagen, man nimmt hier 90 bis 100 Ampere und schweißt hier schön in Ruhe. Damit bringt man viel Wärme ins Material und das dauert natürlich unglaublich lange. Wie habe ich das hier geschweißt? Ich habe mit 160 Ampere Oberstrom, 80 Ampere Unterstrom, mit Puls, mit einem Herz geschweißt und habe hier in einer unglaublichen Schweißgeschwindigkeit geschweißt. Bringt man wenig Wärme, wenig Verzug. Und wie gesagt, die Nähte sind schön flach, ich bin schön tief ins Material reingekommen. Wenn ich jetzt hier alles beschleife, brauche ich mir wirklich auch keine Gedanken machen, dass mir hinterher wieder alles auseinanderfällt. Das gibt es oft so gerade beim Max-Schweißen oder so, da wird mit wenig Leistung einfach im Prinzip nur aufgetragen und hinterher, wenn man alles beschleift, hat man das Problem, dann fällt das Bauteil fast wieder auseinander. Bräuchte ich mir hier niemals Gedanken machen. Beschäftigen wir uns mit den oberen Anbauelementen. Hier ist natürlich grundlegend erstmal dieser große Kamin. Den Kamin habe ich einfach aus Blechen konstruiert. Das heißt, ich habe diese schönen großen Bleche mit diesen großen Bohrungen, habe alles schon mal so ein bisschen vorgeschliffen. Dadurch bekommt man so ein richtig schönes, grobes Schliffbild und kann hier mit den verschiedensten Schleifelementen, das werdet ihr natürlich hinterher auch alles sehen, ein bisschen spielen und kann hier besondere optische Akzente setzen. Ich hätte das auch als Kantteil ausführen können. Es ist aber auch schon wieder 3 mm Stahlblech, damit es wirklich richtig massiv, groß und auch schwer ist. Und 3 mm biegst du nicht mehr ganz so einfach zu Hause. Da müsstest du auch wieder speziell in irgendeine Firma gehen oder eine spezielle Kantbank haben. Das hier kann man ganz einfach schweißen und mit einem einfachen Winkelschleifer beschleifen. Kommen vorne noch 2 Ösen dran, die hinterher das Rad aufnehmen. Dann kann ich das Ganze auf mein Zippo draufsetzen, auf meinen Grundkorpus, kann es komplett verschweißen. Muss man sowas alles komplett verschweißen? Muss man definitiv nicht, sieht aber deutlich besser aus und Schweißen macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Und das ist so der erste Element, wo ich sage, das sieht schon mal richtig gut aus. Die Haube ist jetzt im Prinzip auch eine ganz einfache Blechkonstruktion. Der ganz große Unterschied, man hat hier oben diesen schönen kleinen Radius. Den wollen wir natürlich auch haben. Ich habe also meine Konstruktion ganz normal geheftet. Man sieht hier an diesem Beispiel, ich habe hier vorher alle Blechkanten geschliffen. Mir war im Vorfeld schon bewusst von wegen, egal was du an diesem Zippo schleifst oder nicht schleifst, diese Haube wird hinterher richtig schön glänzen. Ist so ein Markenzeichen, finde ich auch, von so einem Zippo, wenn man das von Weitem sieht. Habe hier dann alles abgeheftet und im letzten Schritt oben das Blech angebracht. Habe es nicht vorher gewalzt, habe es seitlich geheftet und dann langsam Schritt für Schritt hingedrückt. Ist 3 mm, kriegt man wirklich problemlos hin. Ein bisschen kräftiger drücken und dann kann man es immer Schritt für Schritt anheften. Schleifen, schweißen, das erste Mal richtig zusammenstellen und wenn man sich das anguckt, sieht es wirklich nicht sonderlich toll aus. Das heißt, ich war da im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht, habe dann angefangen, alle Flächen zu beschleifen. Das heißt, ich habe nur die vordere Fläche mit dem Logo, mit dem Route 66 Logo so gelassen, wie das bei meinem Original auch ist. Alle anderen Flächen habe ich dann beschliffen, habe alle Kanten nochmal richtig schön abgerundet und das ist mit der Verzunderung, darum würde ich auch eine Verzunderung oder ein verzundertes Blech wirklich keinem empfehlen. Die Vorderseite kann man auch in irgendeiner Form lackieren. Habe dann wirklich alles in der Form beschliffen. Habe es in verschiedene Schliffbilder gebracht, habe es hinterher teilweise mit dem Exzenterschleifer poliert. Das ist auch eine ganz tolle Sache, wenn man wirklich so 60er Korn, 120er Korn, da kann man die Materialien auch wirklich richtig schön aufschleifen. Das Ergebnis zeige ich euch natürlich am Ende. Was natürlich noch fehlt, ist dieses Rad und der schöne Feuerstein. Und ich wollte erst ganz einfach 2 Scheiben und 2 Rohre nehmen. Mein Freund Nico hat da eine schöne Idee gehabt. Er hat gesagt von wegen, wir nehmen Bleche und machen da so kleine Stücke rein. Und diese Stücke kriegen auch so eine richtig schöne Verzahnung. Und das sieht wirklich dem Original extrem ähnlich aus. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Man hätte ansonsten nur irgendwo sich eine Scheibe machen können, da alles so anschleifen können. Hätte alles nicht ausgesehen. Das ist, glaube ich, so eine perfekte Lösung. Sieht unglaublich gut aus. Im Prinzip habe ich hier erstmal die Unterseite geheftet, habe dann die Oberseite aufgepackt und habe dann ein Blech nach dem anderen eingepasst. Und sowas ist natürlich nur mit einer gelaserten Konstruktion möglich. Hier ist alles so genau, hier braucht man nichts großartig vorher entgraten, das passt alles wirklich, man steckt alles ein. Ich habe es hier verzundert geheftet, muss man immer ganz klar sagen, weil ich halt hier nichts irgendwo groß noch schleifen wollte. 130 Ampere Heftpunkte, das hat ja im Prinzip hinterher nichts groß auszuhalten, immer so ein bisschen
bisschen nochmal ausrichten, damit es natürlich nicht schief wird. Und dann bekommt man hier ein wunderschönes Rad. Das Rad braucht noch eine Aufnahme. Dafür sind seitlich 2 Scheiben vorgesehen. Die Scheiben heften, die Scheiben so leicht verschweißen, hinterher ringsrum ein bisschen beschleifen und aufsetzen. Und schon hat man ein wunderschönes Rad. Das Rad geht zum Lackieren und wird dann hinterher angebracht. Genauso ist der Feuerstein im Prinzip konstruiert. Der Feuerstein ist hier einfach, damit man nicht zusätzlich noch irgendwas wieder kaufen muss, aus 5 Scheiben. 5 Scheiben einfach mit ausgebrannt im richtigen Maßstab. Die werden zusammengeheftet, optisch so ein bisschen beschliffen von außen. Oberfläche habe ich dunkel gelassen, so kann man hier so ein bisschen mit Akzenten spielen und dann wird das Ganze auf das Zippo aufgesetzt und ich habe es wiederum komplett verschweißt. Einfach ohne Zusatz mit Wick verlaufen lassen. Hefter würden auch ausreichen, aber wie gesagt, ich möchte immer alles gerne richtig schön komplett verschweißen. Was jetzt noch fehlt, sind 2 Ösen. Das sind ganz einfache Blechkonstruktionen und natürlich diese Lasche, die ansonsten dafür sorgt, dass das Zippo leichter aufgeht und dass es natürlich diesen schönen Klick gibt. Brauche ich hier im Prinzip nicht, hat keine Funktion, soll natürlich optisch aber auch nicht fehlen. Und jetzt kommt wirklich noch das wichtigste Element und das ist ein Scharnier. Und dieses Scharnier hat verschiedene Elemente, das muss wirklich richtig was aushalten. Außerdem will ich mein Zippo nicht komplett aufklappen. Der Deckel soll so ein bisschen aufstehen. So ein Scharnier ist jetzt natürlich das kleinste Problem. Das ist ein 21,3er Rohr, also Normrohr DN20. Durch das Rohr geht eine M16er Gewindestange. Wenn das nicht hält, weiß ich nicht, was sonst halten soll. Ich habe hier extra Flachmaterialien untergelegt, damit die Rohre nicht direkt auf das Zippo draufkommen. Dadurch hat man ein besseres Verhältnis von dem ganzen Scharnier. Kann sich so ganz einfach ein extrem massives Scharnier herstellen. Das sind Blechreste, die hefte ich da unter, schweiße das Ganze ganz vorsichtig, habe es hinterher auch noch mal mit einer Feile so ein bisschen durchgearbeitet, damit es wirklich perfekt passt, damit da nichts irgendwo hängen bleibt. Das ist erstmal das kleinste Problem. Ich habe dann die Haube einfach auf den Tisch genommen, habe hier das Scharnier angebracht, habe im nächsten Moment die Haube aufgesetzt und das ist echt so ein schöner Moment, wenn man dann sieht, wie diese schöne geschliffene Haube das erste Mal auf diesem Zippo drauf sitzt. Aber darum geht es jetzt noch nicht. Es geht darum, um das Scharnier anzubringen. Das Scharnier kann ich dann auch anheften. Man kann das Ganze ausprobieren, ob es wirklich auch vernünftig vom Mechanismus her passt. Das muss man wirklich schön sauber, ordentlich ausrichten. Vorteil ist hier wieder beim Wick, dass die Hefter schön weich sind, dass man die Hefter wirklich noch ein bisschen bewegen kann, das Ganze abheften, das Ganze verschweißen. Und jetzt denkt man eigentlich, man ist fertig, aber ich möchte natürlich nicht, dass das Zippo immer komplett aufklappt. Die Haube oder beziehungsweise der Deckel oben, der soll so auf, ich weiß es nicht, 30 Grad oder so aufstehen, so dass es richtig, richtig cool aussieht. Und dafür habe ich auch wirklich lange dran rumgespielt, also bestimmt so eine halbe, dreiviertel Stunde, habe ich nochmal so ein Ansatzblech an das Scharnier angebracht, das also wie so ein Stopp fungiert, dass es nicht weiter aufgehen kann. Habe das immer wieder geheftet, habe das dann immer wieder aufgeklappt und immer geguckt, wie es passt und habe es dann, wo ich den richtigen Winkel hatte, der mir gefällt, habe ich das Ganze angeschweißt. Und jetzt habe ich diesen unglaublich genialen Effekt, dass ich den Deckel aufmache und dass er dann in so einem gewissen Winkel steht. Und ich würde mal behaupten, das sieht unglaublich gut aus. Also mir gefällt dieses Projekt sehr, sehr gut. Ich hatte erst gedacht, dass ich das wirklich als Feuerschale benutze. Mir ist es jetzt zu schade, dass da irgendwelche Anlauffarben irgendwo rankommen. Ich werde nachher nur mal eine Bioethanol-Lampe reinstellen, dass man oben schönes Feuer hat. Aber ansonsten werde ich es vorerst nicht als Feuerschale benutzen. Das Ganze sollte eigentlich draußen stehen, wird jetzt bei uns in den Wintergarten stehen, wird in den Wintergarten gestellt, hat meine Frau offiziell genehmigt. Ich habe hier noch diese kleine Lasche, die da oben rankommt. Dafür habe ich ein 30er Rohr gebraucht. Ich hatte kein 30er Rohr, ich weiß auch nicht, warum ich 30 genommen habe als Maß und habe dann in meiner Nachbarwerkstatt meinen Kumpel Dirk gefragt und Dirk hat mir ein Rohr gegeben. Das ist der Witz an diesem Zippo wirklich und dieses Rohr hat Millimeter genau gepasst. Also das ist wie ein Sechser im Lotto, Wahnsinn. Hat da einmal geguckt, sagte, meinst du, das passt? Ich sage, ich gehe mal rüber, gucke, habe es
was durchgesteckt und das passt hundertprozentig. Es ist so genau, dass man hier auch gar nicht irgendwas nacharbeiten muss. Das ist mein wunderschönes Zippo. Ich werde hier noch ein paar schöne Bilder einblenden, die ich damit aufnehme. Ich denke mal, das ist ein ganz, ganz besonderes Projekt. Sieht unglaublich schön aus und wird sicherlich ein absolutes Schmuckstück. Ich habe jetzt schon eine tolle Resonanz auf die ersten Bilder, die ich da irgendwo in Social Media gepostet hatte in meinem WhatsApp-Status. Das Ganze sieht unglaublich toll aus. Ich schneide hier noch ein paar Bilder rein. Die Dateien, wie man das Ganze ausbrennen kann mit allen Elementen, habe ich mit Nico teilweise zusammen erarbeitet. Die gibt es hier unter auch zum Brennen. Das ist also wirklich massiv. Es sind so 60 Kilo an Material und das verlinke ich hier unter natürlich in meiner Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Projekt euch gefällt. Wenn ich es wirklich nochmal anzünde, dann werde ich dazu ein kleines Short machen, werde ich dazu nochmal ein kleines Video machen. An sich werde ich es jetzt erstmal nur mit so einer Bioethanol-Lampe betreiben, werde es in den Wintergarten stellen. Das hat auch eine sehr, sehr gute Standsicherheit. Werde das Ganze mit milchigen Klarlack überziehen. Den gibt es übrigens auch hitzebeständig. Gibt es auch bei Haus- und Werkstatt 24. Das ist perfekt für solche Projekte, um die wirklich auch vor Korrosion zu schützen. Andererseits, dass man dieses Schliffbild eher noch so ein bisschen hervorhebt, aber halt nicht mit Farbe übertüncht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. In diesem Sinne, mir hat dieses Projekt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, wie ihr dieses Zippo seht, ob es euch gefällt. Und der ein oder andere wird sicherlich schreiben, hättest du es mal so oder so gemacht. Sage ich immer, mach's selber. Mir gefällt es so hundertprozentig gut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.